In diesem Video nähen wir zusammen diese Shorts, ein richtig schönes Projekt für absolute Nähanfänger und Nähanfängerinnen. Dieses Video ist Teil meiner Videoserie zum Thema Nähen lernen. Das ist die 5. Episode. Das ist dein erstes eigenes Kleidungsstück. Dafür habe ich dieses Shorts-Schnittmuster erstellt. Das Schnittmuster ist kostenlos, das habe ich dir in der Infobox verlinkt. Das kannst du dir da gratis herunterladen und dann können wir hier gemeinsam dein erstes Kleidungsstück nähen. Falls zwischendurch Fragen aufkommen, dann schreib die unbedingt in die Kommentare. Da werde ich nämlich jede einzelne Frage beantworten. Das ist nämlich richtig schön, wenn da so ein Austausch entsteht. Und dann würde ich sagen, lass uns direkt anfangen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wir schauen uns jetzt die Materialien für das Kleidungsstück an. Du brauchst natürlich das Schnittmuster, das habe ich ja wie gesagt verlinkt in der Infobox, das ist kostenlos. Und dann noch ein paar Hinweise zur Stoffauswahl. Falls du absolute Nähanfängerin oder Nähanfänger bist, dann empfehle ich dir, die Shorts aus einer einfachen Baumwolle zu nehmen, wie diesem Stoff hier, oder aus einem Leinenstoff. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht deine erste Wahl gewesen wäre, hier geht es wirklich darum, erstmal zu lernen und dafür sind diese Stoffe perfekt. Außerdem brauchst du ein Gummiband, das sollte 4 cm breit sein, ein paar Stoffklammern oder Stoffnadeln und ein Garn passend zu deinem Stoff. Im Download bekommst du den Schnitt einmal in A4 und in A0. Ich habe mir das Schnittmuster in A0 ausdrucken lassen. Das bedeutet, das ist jetzt das Schnittmuster in Echtgröße. Und mit dem Schnittmuster schneide ich jetzt den Stoff zu. Du siehst hier, mein Stoff, der liegt doppelt, denn damit kann ich das Vorder- und Rückteil direkt gespiegelt zuschneiden. Eine wichtige Sache ist, dass du auf dem Schnittmuster die Grainline, also den Fadenlauf, siehst. Und der Fadenlauf ist immer parallel zur Webkante, das ist diese Kante hier an der Seite. Und darauf solltest du auch beim Zuschnitt achten, dass das Schnittteil richtig positioniert ist. Achte außerdem darauf, dass du diese kleinen Knipse hier übernimmst. Und das Schnittteil für den Gummizug, das wird im Bruch zugeschnitten. Das nennt sich hier Unfold. Und das bedeutet, dass da der Stoffbruch ist und damit das Schnittteil am Ende doppelt so lang wird. Und dann starten wir mit der Nähanleitung. Nimm dir die beiden Schnittteile für das Vorderteil und leg diese rechts auf rechts aufeinander. Wir schließen jetzt hier die Schrittnaht einmal runter mit einer Nahtzugabe von 1 cm und mit einem Geradstich. Und wie immer verriegel ich meine Naht am Anfang und am Ende mit ein paar Rückwärtsstichen und hier in dieser Rundung nähe einfach langsam, auch wenn sich der Stoff hier so ein bisschen wellt, das hat eigentlich keine Auswirkung auf die Naht, solange du langsam nähst. Und da der Stoff ja ausfranst, müssen wir auch hier die offene Kante mit einem Zickzackstich versäubern. So sieht das jetzt aus. Wiederhol den Schritt jetzt für die beiden Rückteile, also auch die wieder rechts auf rechts aufeinander, mit einem Geradstich einmal abnähen und mit einem Zickzackstich versäubern. Dann klappt das Vorder- und Rückteil mal auseinander und die legen wir jetzt auch rechts auf rechts aufeinander und wir schließen die Seitennähte. Wir gehen hier genauso vor wie eben. Also hier kannst du jetzt richtig gut üben, gerade auszunähen und die Ecken mit dem Zickzackstich zu versäubern, denn das machen wir jetzt an beiden Seiten. So sieht das jetzt aus und genau das machen wir jetzt auch noch für die Schrittnaht. Hier achte ich nur darauf, dass die Naht von dem Vorder- und vom Rückteil genau aufeinandertreffen. Und damit ich das beim Nähen sicherstellen kann, fange ich nicht von einer Hosenseite an, sondern von der Mitte aus. Also lege mir das hier richtig schön aufeinander und nähe jetzt von der Mitte aus einmal die eine Seite runter und dann die andere Seite runter. Und auch die Schrittnaht muss ich natürlich wieder mit einem Zickzackstich versäubern. Dann bereiten wir jetzt erstmal den Bund vor. Ich lege das Schnittteil dafür rechts auf rechts aufeinander und schließe die kurze Seite. Die kurze Seite musst du nicht mit einem Zickzackstich versäubern, weil das verschwindet jetzt eh in der Naht. Leg das Schnittteil jetzt links auf links aufeinander, also die nicht so schönen Seiten aufeinander, dass die schöne Seite außen ist und das der Länge nach und bügel das richtig gut ab. Und ganz wichtig, bevor wir den Bund jetzt an der Shorts anbringen, bügel auch die Hose mal richtig gut ab. Also alle Nähte müssen richtig flach auseinander genäht werden, damit der Bund jetzt auch wirklich drauf passt. Das stecke ich mir mit Klammern fest und ich achte darauf, dass die Naht vom Bund auf die hintere Naht der Hose trifft. Der Bund passt also wie gesagt zentimetergenau auf die Hose. Wenn du hier einen Überschuss hast an der Hose oder am Bund, das könnte zum Beispiel so aussehen, das habe ich jetzt hier an meiner Hose, so einen leichten Überschuss an der Hose, dann liegt das bei mir im Fall jetzt daran, dass ich nicht immer ganz genau die 1 cm eingehalten habe. Deshalb habe ich die Nähte jetzt hier nochmal mit 1 cm abgenäht. Denn wir haben ja bei der Hose insgesamt 4 Nähte, die jeweils mit 1 cm Nahtzugabe genäht werden. Wenn bei jeder Naht 0,2 mm fehlen, dann addiert sich das auf und so kann da so eine kleine Falte, also ein Überschuss an Stoff entstehen. Nähe
Nähe den Bund jetzt mit 1 cm Nahtzugabe ringsherum ab und lass eine kleine Öffnung. Ich platziere die Öffnung immer hinten, denn da fällt sie am wenigsten auf. Markiere dir die Öffnung vielleicht mit einem kleinen Marker und etwas Kreide, damit du das unter der Nähmaschine nicht vergisst. Schneid als nächstes das Gummi auf die passende Länge für dich zu. Dafür halte ich mir das Gummi erstmal an, da wo es auch am Ende sitzen wird, also über dem Bauchnabel, und markiere mir hier meine Wunschlänge. Achte aber darauf, dass du noch genug Platz lässt, ungefähr 1 cm extra für die Nahtzugabe. Schnapp dir jetzt eine Sicherheitsnadel, denn die hilft uns jetzt, das Gummi durch die Hose zu ziehen. Achte darauf, dass sich das Gummi dabei nicht verdreht und dass du das Ende auch nicht wieder mit einziehst. Verteile das Gummi dann in dem gesamten Bund und leg die beiden Enden übereinander. Also nicht aneinander, sondern übereinander, und schließt das mit einem Zickzackstich. Übereinander ist hier besser, damit wir da nicht so einen Wulst haben, damit das einfach flacher ist. Das sieht dann so aus. Das Gummi verteile ich jetzt gleichmäßig im Bund. Und bevor wir jetzt die Öffnung schließen, probier die Hose erstmal an, ob das Gummi so wirklich passt, denn bevor wir jetzt weiternähen, könntest du das Gummi gegebenenfalls nochmal kürzen. Bei mir passt das aber alles so und deshalb klemme ich mir jetzt hier die Öffnung mit einer Nadel fest und werde diese jetzt einmal schließen. Ich nähe hier wieder mit einem Geradstich und fange genau an meiner vorherigen Naht an und ende genau an meiner vorherigen Naht. Der Stoff sollte hier flach aufliegen, trotz des Gummis. Das könnte so ein bisschen tricky sein, nimm dir da ein bisschen Zeit für. Und achte darauf, dass du nicht über das Gummi nähst, sondern am Gummi entlang. Das spürst du durch die Stoffschichten hindurch. Und den Bund kannst du jetzt einmal ringsherum mit einem Zickzackstich abnähen. Der Stoff ist hier bestimmt schon ganz schön ausgefranst, wie bei mir. Achte allerdings darauf, dass der Stoff immer gerade aufliegt, wenn du darüber nähst. Nimm dir da jetzt wirklich ausreichend Zeit für. Näh immer nur eine kleine Strecke und leg den Stoff dann zwischendurch immer richtig zurecht. Du siehst auch hier, ich nähe immer nur ganz kleine Strecken. So sieht das jetzt aus. Der nächste Schritt ist optional. Ich werde die Nahtzugabe jetzt nochmal am Außenstoff feststeppen, ganz knappkantig. Dafür lege ich mir den Bund unter meine Nähmaschine, die rechte Seite ist oben, und nähe jetzt einmal hier ganz knappkantig am Bund entlang. Das ist aber wie gesagt einfach nur Geschmackssache. Das kannst du dir überlegen, ob du das möchtest. Falls du das möchtest, achte auch hier wieder darauf, dass der Stoff immer gerade aufliegt, wenn du nähst. Damit das Gummi beim Waschen und beim Tragen nicht verrutscht, nähe ich das jetzt noch einmal hier an der Kante an den Stoff fest. Das versuche ich verdeckt zu nähen, also entweder an der Seitennaht, dass das da mit der Seitennaht abschließt. Du könntest das auch hier an der hinteren Mitte machen, da haben wir eh schon eine Naht. Du könntest also genau über diese Naht drüber nähen und das sollte dann eigentlich gar nicht auffallen, so wie hier. Das verschwindet dann mit den Falten vom Gummi. Und damit ist die Hose auch schon fast fertig. Wir müssen jetzt nur noch die offenen Kanten säumen an den Hosenbeinen. Dafür schlage ich die offene Kante erstmal 1 cm um und dann nochmal weitere 4 cm. Das musst du aber richtig gut erstmal abbügeln vorher, damit das auch schön sauber wird. Das hier ist übrigens so ein Bügellineal, das verlinke ich dir in der Infobox. Das ist super praktisch und damit kann man den Saum nämlich super umbügeln. Wie gesagt, einmal 1 cm und dann nochmal 4 cm, sodass du insgesamt einen 5 cm Saum hast. Und den Saum, den habe ich dann einmal knappkantig ringsherum abgenäht. Wenn du das gut umgebügelt hast, geht das ganz einfach. Und damit sind die Shorts fertig. Ich hoffe, sie gefallen dir. Falls ja, dann like gerne das Video oder lass einen Kommentar da. Sag gerne, wie deine Näherfahrung war. Falls du Lust hast, mit mir weiterzunähen, dann würde ich mich riesig freuen. Ich verlinke dir hier 2 weitere Videos mit Schnittmustern von mir und Nähideen. Also entscheide dich hier, mit welchem Projekt wir jetzt weiternähen. Und wir sehen uns gleich im nächsten Video.